Ja, hallo meine Lieben. Ich wollte eigentlich gar keine Rede halten, aber ein bisschen was will ich erzählen. Liebe El Paraiso Verde-Fans, wir haben heute das erste Konzert in unserer Bibliothek und es ist für uns so wunderschön, weil es zeigt, oft dauern die Dinge viel länger als ein Hollywood-Film. Die meisten Leute glauben, eine Geschichte geht nach 1,5 Stunden gut aus, da sind sie von Hollywood so trainiert, aber eine Geschichte kann auch viel länger dauern. Das Wichtigste ist, dass es am Ende gut ausgeht. Und dieser Flügel ist vor wie vielen Jahren, 2 oder 3 Jahren, ist er auf die Reise gegangen aus Deutschland, gespendet von unserem Dietrich und seiner Familie. Dieser Flügel und eine Konzertorgel. Sie haben gesagt, wir würden das gerne spenden. Und dann habe ich gesagt, gut, aber was sollen wir tun, wenn wir schon so eine tolle Spende kriegen? Und er hat gesagt, ich will nur, dass es in einem ordentlichen Raum ist, wo das Klavier auch tatsächlich gut erhalten bleibt, wo es gut gepflegt wird, wieder hergerichtet wird und wo man auch Konzerte spielen kann. Und das Das hat jetzt, glaube ich, 3 Jahre oder so gedauert, so in der Richtung, circa. Und mittlerweile ist der Flügel auf die große Reise gegangen, war dann elendslange in einem Container, bis wir dann endlich dieses Gebäude, das Wunderschöne gebaut haben, mit Studio, alles kann hier gemacht werden. Also ich glaube, dass hier ein Musikstudio und eine Bibliothek entstanden ist und ein Gemeinschaftsraum, den wir wirklich sehr, sehr gut verwenden können. Und hier steht er jetzt, der Blüthnerflügel. Ein Blüthnerflügel, bitte, ihr könnt mich korrigieren, ich glaube, er ist ca. 115 Jahre alt in etwa. Und ein Blüthnerflügel, das ist eine Art, aus dem Dunstkreis der Steinway-Familie heraus, Verwandte. Die Blüthners haben einen Flügel gemacht zu dieser Zeit, der etwas ganz Besonderes ist. Und das ist auch patentiert, hier steht das, Aliquot Piano, Patent. Aliquot Piano heißt ein Klavier, das eine Obertonseite hat, die mitschwingt. Das heißt, ihr werdet sofort wissen, ich zeige euch das, aber ihr sofort wissen, was es ist. Normalerweise werden die Saiten von einem Klavier so bespannt, dass die ganz tiefen Seiten ist nur eine dicke Seite, dann gibt es irgendwann 2 dicke Seiten, also halbdicke Seiten, und dann gibt es die anderen, sind normalerweise 3 Seiten pro Ton, den man anschlägt. Wenn man einen Ton anschlägt, sind das 3 Seiten. Das ist die eine Seite. Irgendwo da sind es dann 2 Seiten, da sind es 2 Seiten und dann ab da fangen 3 Seiten an. Ja? Das sind dann schon da oben 3 Seiten. Ja, hier sind es 2 Seiten und das eine. Und was der Blüthner sich überlegt hat, ist, dass die höheren Seiten besser schwingen, wenn eine Obertonseite ist. Das ist eine Seite, die nicht angeschlagen wird, die aber mitschwingt. Und genau das hat er gemacht. Wenn man hier eine Seite anschlägt, Ronny, du kannst es zeigen, ich schlage eine Seite an. Ich gebe mal auf den Finger. So, und wenn ich dann hier diese Seite zupfe, da, die ist genau eine Oktave höher. Diese Seite wird nicht angeschlagen, schwingt aber mit. Und was die tut, sie macht einen runderen Klang, sie macht das Ganze voller, vor allem da oben, das klingt dann nicht mehr so blechern, sondern aber das Schöne daran, dieser volle, runde Klang, das ist bezaubernd. Also ich glaube, das kann man mit keinem anderen Gerät so erzeugen wie mit diesem Flügel. Und dann haben wir uns noch etwas einfallen lassen. Wir wollen zurück zur Natur, und zurück zur Natur heißt die Stimmung nicht 440 Hertz,
so wie sie seinerzeit von den Rockefellers aufgedreht wurde in den 30er Jahren, sondern 432 Hertz. Also dieser Flügel ist nach den kosmischen Gesetzen auf 432 Hertz gestimmt und ich glaube, jetzt ist die Zeit. Wunderschöne Flügel. Lieber Dietrich, ich will jetzt den Fachmann ranlassen. Vielen herzlichen Dank für deine Spende. Ich hoffe, wir haben gut aufgepasst auf das Gerät, wo dein Herz dran ist. Und jetzt darf ich sagen, wir haben etwas versprochen und gehalten. Es hat viel länger gedauert. Danke für eure Geduld. Aber jetzt ist der Moment gekommen. Vielen herzlichen Dank. Genießt das Konzert. So, ich danke Erwin, dass er schon so viel von weg gesagt hat, dann brauchte ich das nicht sagen. Und auch Bertram, der ganz wesentlich hier Zeit und Mühe und Arbeit in den Flügel investiert hat, braucht jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich ergänze jetzt noch ein bisschen, dass dieser Flügel zu seiner Zeit nichts Besonderes war, weil da gab es Hunderte oder Tausende davon. Heutzutage durch die Kriege, durch die Bombardierung Leipzigs, wie gesagt, die Firma Blüthner war in Leipzig und das ist damals alles zu Bruch gegangen, wie auch der Verlag, wo der Komponist Fährmann, dem dieser Flügel gehörte, völlig zerbombt worden ist, umgekommen ist die Familie damals. Kurz gesagt, dieser Flügel stammt aus dem Privatbesitz eines Komponisten, der heißt Hans Fährmann. Ich habe das letzte Mal das schon mal kurz gesagt. Der ist 1940 gestorben, 1860 geboren, also passt eigentlich noch in die Zeit der Romantik. Es ist wirklich ein romantischer Flügel, kein moderner, kein Barockflügel. Wen es interessiert, ich habe an dem Tisch, wo die Programme liegen, ein paar Bilder, ein paar CDs von diesem Fährmann gelegt. Dann hat man nicht nur so einen Namen, dann sieht man auch mal, wie der Mann ausgesehen hat. Ich will einfach mal gucken, sind sechs Bilder. Und der ist in Dresden tätig gewesen, sein ganzes Leben und seinerzeit sehr berühmt gewesen. Und wie gesagt, aus seinem Privatbesitz stammt dieser Flügel, der auf langen Wegen zu mir gekommen ist. Das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Wer Näheres dazu wissen möchte, kann mich gerne ansprechen. Zum Thema Hans Fährmann kann ich stundenlang referieren, das will ich euch aber jetzt ersparen. Jetzt zum eigentlichen Programm heute. Es ist also sehr schön, dass wir heute hier zusammen sein können und erstmalig hier am Flügel ein Konzert in der schönen Bibliothek. Ich habe das letzte Mal schon in einigen Lobeshymnen versucht auszudrücken, dass wir die Möglichkeit haben, in diesem schönen Raum, der so viele Möglichkeiten bietet, eben nicht nur Musik, aber auch Bibliothek, hinten gibt es eine kleine Bühne, man kann hier sehr viel Schönes machen und das EPV hat wirklich eine weitere Attraktion jetzt. Ich denke, das kann man ohne Übertreibung sagen. Ich freue mich, dass ihr hier seid an diesem denkwürdigen Abend heute und wünsche uns allen jetzt eine schöne halbe Stunde Abendmusik im EPV. Vielen Dank.